Heute bei den Lately News hat Microsoft in Schönefeld mitgeteilt, dass es durch das Spiel Flight Simulator zu Hardwarekäufen im Gegenwert von 2,6 Milliarden Euro kam. Anfangs dachte Microsoft, dass es sich dabei nur um PC-Spieler handeln würde, die neue Grafikkarten kauften, damit der Flight Simulator sich nicht so spielt wie die Eröffnung des BER. Also total verruckelt und 9 Jahre zu spät. Jedoch war es der BER selber, der 2,5 Milliarden investierte, damit dieser nicht mehr im Spiel als ein gigantisches schwarzes Steuergeldloch animiert werden muss. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Fortnite-Runden, bei denen ich immer der erste Kill war. Aber nicht von jemand anderem, sondern ich mich selber mit einem Raketenwerfer getötet habe, weil ich keinem anderen den Kill gönne. So funktioniert Fortnite einfach immer noch am besten. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, den Sportblitz auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus hinter dir, wo dieser Braunbär ganz genau aufpasst, dass du hier einen super Kommentar hinterlässt. Ansonsten bist du sein Nachtisch. Also schreib lieber schnell los. Außerdem zeigt uns heute noch unser Sonder-PlayStation 5 Sponsor Sony, wie ein paar Menschen reagieren, die gehört haben, dass es da hinten noch ein paar PlayStation 5 zu kaufen geben soll. Naja, leider werden sie enttäuscht werden, weil es dort nur tausende Xbox Series X gibt. Und sind wir mal ehrlich, hässliche Briefbeschwerer bekommt man von Nintendo deutlich billiger. Aber kommen wir zuvorst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Bei uns in Berlin ist für den Personennahverkehr per Bus und U-Bahn die BVG zuständig. Oder, wie Berliner sie auch liebevoll nennen, die scheiß BVG. Denn wenn man schon glaubt, dass die Deutsche Bahn unpünktlich wäre, dann hat man noch nie an einer Haltestelle auf einen Linienbus der BVG gewartet. Was wiederum bedeutet, dass man in der Zeit sämtliche Werke von Samuel Beckett durchgelesen hat. Warten auf Godot sollte eigentlich Warten auf den BVG-Bus heißen, aber Beckett war klar, dass es zu offensichtlich gewesen wäre. Dass man aber mit der BVG auch einen Versicherungsbetrug durchziehen kann, hat ein BVG-Busfahrer in Berlin-Marzahn geschafft, der mit einem Komplizen zusammen die BVG in den letzten 3 Jahren um über 300.000 Euro erleichtert hat. Der Trick war dabei, dass er mit seinem BVG-Bus das geparkte Auto seines Komplizen leicht streifte und dieser, der auch Kfz-Sachverständiger war, dann der BVG seine hohen Werkstattkosten in Rechnung stellte, die sich beide aber dann nur in die eigene Tasche steckten. Aufgeflogen sind die beiden erst, als sie versuchten, den Trick mit einer U-Bahn der BVG zu machen. Währenddessen in Osnabrück. Ich hatte es ja schon einmal erzählt, dass, wenn meine Tante Erna beim Bingo-Abend wieder einmal die eine oder andere Flasche Chantre mit ihren Freundinnen gekippt hatte, ich uns dann in ihrem Hammer nach Hause fahren durfte. Und da meine Tante neben ihrer Haupttätigkeit als weltbeste Spionin beim MI5 in ihrer Freizeit auch noch die Honorkonsularin der Westindischen Inseln ist, war somit ihr Hammer ein Diplomatenfahrzeug und deswegen gab es auch nie größere Probleme. Außerdem habe ich, seitdem ich 8 bin, auch einen westindischen Führerschein, der mir in der EU erlaubt, alles bis zu 250 Tonnen zu fahren oder zu fliegen. Zumindest solange Großbritannien irgendwie zur EU gehört. Und über so einen Führerschein hätte sich vermutlich auch ein 11-Jähriger in Osnabrück gefreut, der den Kleinbus seiner Eltern gestohlen hatte und damit nun eine Spritztour durch Osnabrück machte. Zumindest so lange, bis ihn die Polizei anhielt. Aber die Beamten waren natürlich super nett zu dem 11-Jährigen, weswegen er dann alle in ihrem Streifenwagen zu sich nach Hause zum Gespräch mit seinen Eltern fahren durfte. Derweil in Stockholm. Ich persönlich bin ja immer wieder fasziniert über Berichte, gerade aus Texas,
wo neben der bekannten Evolutionstheorie auch eine alternative Version davon in Schulen unterrichtet wird. Das muss komisch sein, im Biounterricht erst zu lernen, dass die Erde Milliarden Jahre alt ist und wir vom Affen abstammen. Was man übrigens bei Teilnehmern auf den Querdenken-Demos sehr gut sehen kann. Nur um dann im Fach wahre Biologie zu lernen, dass die Erde erst 6000 Jahre alt ist und wir nach Gottes Abbild geschaffen wurden, was man an mir und Liam Hemsworth auch noch heute sehen kann. Die von den Querdenken-Demos stammen wiederum von Gottes hässlichen Gesang, dem Ego, ab. Jedenfalls haben nun Forscher in Stockholm herausgefunden, dass die sogenannten Wollnashörner, man muss sich einfach ein Nashorn vorstellen, das einen Baumwollpullover trägt, wegen eines Klimawandels vor 16.000 Jahren ausgestorben sind. Und nicht wie lange gedacht vom Menschen ausgelöscht wurden, offensichtlich wegen ihrer schönen Baumwollpullover. Allerdings halten sich hartnäckig Gerüchte, wonach mehrere Nashörner schon auf die Auslöschung der Menschheit durch den Klimawandel hoffen, offensichtlich wegen unserer schönen Baumwollpullover. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal das Surf Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Surf Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich bin ja, ohne jetzt zu überheblich zu sein, der vermutlich beste Surfer dieser Welt. Was bin ich schon gigantische Wellen in Kalifornien geritten und auch regelmäßig auf Tsunamis in Asien. Dabei hat mich das Surfen eigentlich nie wirklich interessiert. Teilweise war mir sogar so langweilig beim Surfen, dass ich nebenbei noch Zeitungen las oder über meine installierten Webkameras Helene Fischer beim Schlafen beobachtete. Mit ihrem Wissen. Und dementsprechend hatte ich mir nach meinem letzten Kontrollbesuch beim Fledermauslabor in Wuhan schnell noch die neueste Ausgabe des Surf-Magazins geschnappt und dieses genutzt, um das vom Sicherheitspersonal servierte Fledermaus-Sandwich und ein Fledermaus-Smoothie darin einzuwickeln. Und als ich gerade auf einer Welle ritt, die mich näher an den Mond brachte als die ISS und genüsslich mein Fledermaus-Smoothie trank, fiel mein Blick auf einen Artikel im Surf-Magazin. In dem ging es um die 3 besten Surfer aller Zeiten der Welt. Und mit Erschrecken musste ich feststellen, dass ich nur auf Platz 1 und 3 bis 69 war. Deshalb sei gewarnt, Surf-Magazin, die dunkelrote Lately Fake News Karte an dich und du kannst dich ab sofort hinten anstellen beim Kindersurfkurs für Anfänger. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.